Kommunizieren, wenn man eigentlich nicht kommunizieren kann. Aber nicht so, sondern mit Technik, mit der RevCam beim Fußball, beim Autorennen, beim Segeln und in der Stratosphäre. Auf den ersten Blick ist Riedel Communications ein Technikunternehmen. Also die statten Veranstaltungen mit der nötigen Technik aus. Das ist alles, was ihr eigentlich nicht sehen könnt. Was ihr jetzt aber seht, ist meine Gesprächspartnerin Jackie. Du machst Strategie und Innovation bei Riedel Communications. Was machst du den ganzen Tag? Vor allen Dingen kümmere ich mich mit meinem Team gemeinsam um neue Technologien, Innovationen und wir überlegen uns, wie wir Probleme lösen können. Kannst du das irgendwie einsortieren? Was könnte das vielleicht sein? Es ist leicht, aber ich habe keine Ahnung, wo das dazu gehört. Leicht ist schon mal gut, es ist Carbon und gehört zu einem Flugzeug, zu einem Acrobatic Airplane der Flugshow von Red Bull. Da haben wir die gesamte Übertragungstechnologie entwickelt und haben Kamerasysteme an den Flugzeugen angebracht. Und das ist das Cover dazu. Ganz einfach, genau. Oder der Kollege hier in der Ecke, kennst du den vielleicht? Ja, das ist doch der damals aus der Stratosphäre gesprungen ist. Ganz genau. Ein Riesenevent, erinnere ich mich noch. Hast du das auch mitverantwortet? Tatsächlich ist das auch so ein Moment, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Red Bull kam damals auf uns zu, schon mit der kompletten Vision, gedruckt als Coffee Table Book. Die Frage kam dann, wie würdet ihr das angehen? Wie würdet ihr das machen? Wir wollen es live übertragen. Letzten Endes mussten wir alles miniaturisieren, haben das Ding aber eigentlich in ein komplett fliegendes TV-Studio umgebaut mit vielen Kameras. Das konnten wir alles aus der Ferne, vom Boden, aus der Mission Control heraus fernsteuern. Was bleibt denn nach so langer Zeit bei diesen Events noch bei dir hängen? Da gibt es einiges, was ich rauskramen kann. Das ist eine Tasche von der VOG-WM von Stefan Raab. Da haben wir Übertragungseinheiten reingepackt, um live Kameras zu übertragen aus dem Eiskanal. Die hast du selbst gebaut, oder? Ja, nee, nicht selbst gebaut, aber zumindest musste Mutti auch ran. Die hat mal irgendwie die Kanten noch abgenäht. Das ist ein Stück von dem Ballon. Sieht Ist erstmal das der aus. Originalballon? Ja, genau. Sieht erstmal aus wie eine Einkaufstüte mit eingeschweißten Schnüren. Aber das ist tatsächlich ein Stück von dem Originalballon. Der war ja am Anfang so ein bisschen labbrig. Wenn der dann aufsteigt, wird der immer größer. Hat nachher im Prinzip die Größe der Schalke Arena erreicht, ne? So um das mal einzusortieren. Und der Ballon und der Rest vom Ballon, da ist man verpflichtet, das auch alles wieder einzusammeln. Das kam dann in riesengroßen LKW-Ladungen wieder zurück. Und als wir dann das Ding erfolgreich abgeschlossen haben, sind wir alle mal mit dem Cuttermesser hochgesprungen und haben uns ein paar Erinnerungsstücke geschnappt. Ne? Ich hätte definitiv jetzt mal so einen Teil rausgeschnitten. Glaube ich. Ja, was bleibt hängen? Es bleibt hängen, dass wir als Firma Riedel doch durchaus als Go-To-Point gesehen werden. Go-To-Point für potenzielle neue Kunden oder alte Kunden mit neuen Ideen. Wir werden immer wieder angesprochen auf, hey, wir haben eine Idee, eine Vision, wir wollen dies oder das machen. Wie würdet ihr das angehen? Können wir das mit euch gemeinsam machen? Und das hat uns sicherlich ein Stück weit in der Branche etabliert als Company, die mit Technologie Kunden enabled, auch mal andere Dinge zu tun, ein bisschen abseits der regulären Linien. Was bedeutet denn Remote Operations Center? Ja, das Remote Operations Center haben wir eingerichtet, um Projekte aus der Ferne unterstützen zu können und so auch vielleicht ein bisschen effizienter unterwegs zu sein. Gutes Beispiel ist da auch wiederum die Bundesliga, der Fußball. Die haben natürlich Kommunikationsbedarf, die Schiedsrichter in jedem einzelnen Stadion. Und ihr steuert aus Wuppertal jetzt die komplette Kommunikation der Bundesliga und zweite Bundesliga? Ja, ganz genau. Das ist das Konzept. Also es sieht alles recht nerdig aus, aber wenn man mal kurz ein bisschen was dazu erklärt, ist es gar nicht so schwer. Hier oben sehen wir die ganzen Stadionanbindungen zu den Erstliga- und Zweitligastadien in der Bundesliga. Hier haben wir zum Beispiel auch die Anbindung zur Expo in Dubai. Hier sieht man auch grob, was wir so tun, um mal die Nerdbegriffe zu übersetzen. Daraus kann man lesen, gerade alles grün, gerade alles gut. Wir machen das gesamte Netzwerk vor Ort, wir machen die Kommunikation vor Ort und meinetwegen auch CCTV-Kameras. Das heißt, von hier aus können wir einmal bis darüber uns das Live-Bild sozusagen an jedem Punkt ansehen. Ihr könnt jede einzelne Kamera auf der Dubai Expo ansteuern?
Ja, wir wollen ja helfen. Wir wollen ja aus der Ferne helfen. Und dazu müssen wir natürlich auch überwachen und monitoren permanent. Und wenn der Kunde an irgendeiner Stelle ein Problem meldet, müssen wir helfen. Aber im besten Fall sehen wir es zuerst, weil wir Systeme haben, die uns heute hier alles grün zeigen. Und irgendwann springt vielleicht mal was auf Rot, weil der Hausmeister den Stecker gezogen hat. Oder. Da gibt es lustigste Geschichten aus der Bundesliga-Zeit. Ja. Deutsche Bankpark. Den habe ich sofort entdeckt, das ist komisch. Ja? Im Deutsche Bankpark haben wir eine Funkinstallation. Bolero Beltpack, so heißt das bei uns. Das ist eigentlich ein Kommunikationsgerät, geht an den Gürtel, hat lustigerweise auch einen Flaschenöffner dabei. Wir denken an alles bei Riedel. Und das wird aber vornehmlich verwendet von Leuten hinter der Kamera. Und als die Bundesliga eben den Videoschiedsrichter eingeführt hat, da hatten sie den Fokus erstmal schwerpunktmäßig auf Video gelegt. Aber man muss ja auch miteinander reden können, um das System anständig nutzen zu können. Da hatten sie eben Herausforderungen und haben uns gefragt, könnt ihr das nicht kleiner machen? Und das war das Ergebnis. Innerhalb von 3 Monaten haben wir das Beltpack eigentlich so klein geschrumpft, dass es gut getragen werden kann am Arm oder im Unter-T-Shirt vom Schiedsrichter am Rücken. Wir haben halt festgestellt, im breiteren Einsatz, ist ja das erste Mal, dass wir wirklich viele Spiele machen, sehr geballt, haben wir festgestellt, dass wir so ein bisschen Streulicht von der Seite kriegen, was da nicht so ganz schön aussieht. Ja, außerdem muss der Fokus manuell gestellt werden, hat sich etabliert, 3 Meter wäre toll. Und jetzt haben wir hier im 3D-Druckverfahren mal eben so Rapid Prototyping-mäßig Gegenlichtblende konzipiert und testen jetzt damit weiter. Ja? Und gucken, wie kriegen wir das vielleicht in die Umsetzung, wie kann das Produkt verbessern. Ja, genau, und dafür haben wir so Kollegen wie den Stefan. Hast du einen 3D-Drucker mal angeworfen und gleich mal... Genau, wir drucken uns einfach, was wir brauchen. Wie entstehen denn nun all diese neuen Ideen? Seid ihr komplette Nerds? Ja, ich würde schon sagen, dass Nerd-Normalo-Ratio bei uns relativ ausgeprägt ist. Das zum einen, aber ich glaube auch, dass bei uns gerade die ganze Umgebung, die Atmosphäre, der Spirit einen dahingehend antreibt, weil es schon immer so gelebt wurde. Wir haben immer den Raum gehabt, Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren, auch mal ein bisschen unkonventionell an Dinge ranzugehen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man den Leuten mitgibt, Leute, versucht es, ja, und es ist aber auch vollkommen okay, wenn man mal dabei hinfliegt. Ja, Jürgen, und du fährst ja auch bald zur SailGP, dann wirst du die Technik hier auch kennenlernen. Das sind unsere PTZ-Kameras, die wir auf den Booten verbaut haben. Solche Boote fahren ja meistens auf Salzwasser. Salzwasser kann sehr aggressiv sein und irgendwie auch blöde Schlieren verursachen. Deswegen haben wir auch hier irgendwie einen Custom-Ansatz und tatsächlich, wenn die dann montiert sind auf den Booten, Tanks, um mit Frischwasser ferngesteuert die Linse zu putzen. Hochwertige 4K-Kameras auf Booten, die nützen dir gar nichts, wenn du nachher irgendwie Wasser, Fliegen, sonst was drauf hast. Da musst du dir überlegen, wie du das aus der Ferne anständig betreiben kannst und eben auch sauber halten kannst. Unkonventionell, würde ich sagen. Ja, unkonventionell. Wo wir gerade dabei sind, unkonventionell. Ich habe da noch einen kleinen Auftrag für dich. Wenn du doch zur SailGP fährst, nimmst du doch mal hier noch ein Stück Technik mit. Haben die Jungs vergessen. Oh, ganz schön schwer, ja. Ja. Kommunikation ist das Unsichtbare, das uns zusammenhält, bei Events wie auch in der Finanzindustrie. Und wie das bei einem internationalen Segelwettbewerb ausschaut, das schauen wir uns demnächst an. Und ich darf nicht vergessen, ich muss den Koffer noch mitnehmen.